Hallo und grüß euch. Heute geht es um die Stärkung und Unterstützung des Immunsystems. Wenn man erkrankt ist, steht eines fest: Nur der Körper kann sich selbst heilen. Wenn das Immunsystem gestärkt oder unterstützt wird, geht es schneller voran. Hilfe zur Heilung kann passieren durch Medikamente, Stärkung und durch ausreichende Vitamin- und Eiweißzufuhr, oder eine Unterstützung kann durch pflanzliche Wirkstoffe stattfinden. Nun zu den Medikamenten. Meine Einstellung dazu: Ich bin kein absoluter Gegner von Medikamenten. In Notsituationen sind sie auf alle Fälle gerechtfertigt. Aber bei jeder Kleinigkeit sofort ein Medikament einzuwerfen, halte ich schlechtweg für falsch. Man muss schließlich auch mögliche Nebenwirkungen berücksichtigen. Durch die zusätzliche Aufnahme von Vitaminen und essentiellen Eiweißstoffen wird das Immunsystem direkt im Kampf gegen Infektionen unterstützt. Nur mit einer ausreichenden Zufuhr kann der Körper effektiv arbeiten. Bei Infekten gibt es immer einen erhöhten Bedarf daran. Dabei hat jedes der Vitamine eine eigene Rolle. In letzter Zeit hat man herausgefunden, dass Vitamin D eine außerordentlich große Rolle dabei spielt. Je niedriger der Spiegel davon ist, desto anfälliger ist man für sämtliche Krankheiten. Das wurde auch schon im Zusammenhang mit Covid-19 festgestellt. Zum Thema Vitamin D werde ich noch ein eigenes Video erstellen. Kurze Info vorab: Vitamin D ist eigentlich ein Hormon und wird in jeder einzelnen Körperzelle gebraucht. Eine Unterstützung durch pflanzliche Wirkstoffe, die antibakteriell, antiviral wirken, ist eine Möglichkeit. Es gibt aber auch natürliche Blutverdünner. Eine Anmerkung: Viele künstlich produzierten Medikamente sind modifizierte Wirkstoffe aus der Natur, deren Zusammensetzung und Wirkung geändert wurde. Diese Unnatürlichkeit kann sich in alle Richtungen bemerkbar machen. Wir Menschen sind ein Teil der Natur und durch die Jahrmillionen lange Evolution an diese angepasst. Es gibt eine Reihe an heimischen Pflanzen, die antibakterielle Wirkstoffe beinhalten. Ein Auszug davon: die bekanntesten: Knoblauch, Krähen, Zwiebel und Salbei. Es gibt eine Reihe an Pflanzen, die antivirale Wirkstoffe beinhalten. Das Internet ist voll von wissenschaftlichen Studien. Im Labor wurde festgestellt, dass folgende Pflanzen Substanzen enthalten, die auch potenziell gegen Covid-19 wirken können, wie zum Beispiel Kurkuma, Grüntee, Olivenblätter, Kampfer, Ingwer und Echinacea. Hier eine Auswahl an natürlichen Blutverdünnern: Basilikum, Brennnesseln, Bromelain aus der Ananas, Cayennepfeffer, dunkle Schokolade, Goji-Beere, Ingwer, Kiwi, Knoblauch, Kurkuma, Nattokinase aus Sojabohnen, Oligomere, Proanthocyanidine, Rotwein- und Traubenkernextrakt, Olivenöl, Omega-3-Fettsäuren, Tomaten, Weißdorn, Zimt und Zwiebel. Mein Favorit unter den pflanzlichen Substanzen ist das Senföl und die damit verbundene Lieblingsheilpflanze Kren, auch Meerrettich genannt. Eigentlich ist das Senföl eine Stoffgruppe von ca. 120 Substanzen, die in Europa nur in Kreuzblütlern vorkommt. Je nach Substanz wirken diese antibakteriell, antiviral und gegen Krebs. Die Wirkungen sind, wie man sieht, vielfältig. Man findet im Internet eine Menge an Informationen zu den jeweiligen Substanzen und deren Wirkung. Warum habe ich ein so großes Interesse an Heilpflanzen? Kräuterpfarrer Weidinger hat mich bei einem Vortrag sehr stark beeindruckt, denn er meinte, für die jeweilige medizinische Situation das passende Mittel zu finden. Das prägt mich bis heute und in alle Ewigkeit. Für die Stärkung und Unterstützung des Immunsystems gibt es, wie ihr seht, eine Menge an Wirkstoffen direkt aus der Natur. Dies soll eine Anregung für jeden sein, darüber nachzudenken, wenn man Medikamente zu sich nimmt, ob es nicht eine alternative Zufuhr von wirksamen Substanzen gibt. Auf alle Fälle sollte man eine Änderung von Arzneimitteln oder Substitution der Medikation durch Naturstoffe immer mit einem Arzt oder Apotheker besprechen. Manche Naturarzneimittel haben eine sehr starke Wirkung, deshalb sollte man stets auf die Dosierung achten. Jetzt zum Schluss ein Aufruf: Bleibt gesund und haltet die Regeln ein. Wenn ihr Anregungen und Ideen habt, dann schreibt sie mir bitte in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Über ein Teilen und Weiterempfehlen würde ich mich auch sehr freuen.
Bis zum nächsten Mal, euer Wolfgang.